Liebe Gemeinden, liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie am 4. Freitag in der Fastenzeit. Wir sind alle zusammen zum Beten, zum Singen. Schön, dass Sie alle mitmachen. Zu Beginn dieser Kreuzwegandacht singen wir das Lied O Haupt voll Blut und Wunden 289. 289. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herr Jesus Christus, wir sind gekommen, um betend deinen Kreuzweg nachzugehen, den du von Haus des Pilatus bis hinauf nach Golgotha gegangen bist. Dankbar betrachten wir das große Erbarmen, mit dem du unseren Ungehorsam gesühnt und unsere Sünden getilgt hast. In dieses Erbarmen empfehlen wir unsere Leiden und alle Menschen, unsere Lieben und alle Menschen und auch uns selber mit unseren Sünden und unserem Leid. Heiliger Gott, heiliger, starker Gott, heiliger, unsterblicher Gott, erbarme dich unser. Die erste Station. Jesus wird zum Tode verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der Richter der Welt steht vor dem Gericht der Menschen. Hass erfüllt, verlangt die Menge seinen Tod. Aus Menschenfurcht fehlt Pilatus das
ungerechte Urteil. Jesus aber steht gebunden da und schweigt. Er lästerte nicht, da er gelästert wurde, und drohte nicht, da er litt. Er überließ sich dem, der ihn ungerecht verurteilte. Er ist geopfert worden, weil er selbst es gewollt hat. Seinen Mund hat er nicht aufgetan. Herr Jesus Christus, um uns zu retten, hast du das Todesurteil des Pilatus schweigend angenommen. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die zweite Station. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schulter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Soldaten bringen das Kreuz. Freiwillig nimmt es der Herr auf seine Schulter. Er will den bitteren Kelch trinken, den der Vater reicht. Er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Nur wer sein Kreuz auf sich nimmt und Jesus nachfolgt, der kann sein Jünger sein in der Mühsal des Berufes, in der Last der Arbeit, in Kreuz und Leiden. Herr Jesus Christus, du hast willig das Kreuz getragen, das die Sünde der Menschen dir auferlegt hat. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Last ist schwer, der Weg steinig, der Herr zu Tode ermattet. Er schwankt und fehlt, doch er wird emporgerissen und zum Weitergehen gezwungen. Wir hielten ihn für gezeichnet, von Gott geschlagen und gebeugt. Er wurde durchbohrt wegen unserer Missetaten, zerschlagen wegen unserer Vergehen. Wie oft versagen wir in unserem Dienst. Gott aber will, dass wir den ganzen Weg gehen. Herr Jesus Christus, du bist nach dem ersten Fall aufgestanden und hast deine Last weitergeschleppt. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die vierte Station. Jesus begegnet seiner Mutter.
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Mutter steht am Weg, den der Sohn mit seinem schweren Kreuz geht. Ihre Blicke begegnen sich. Sie erkannt seine Qual und trägt alles Leid mit ihm. Meine Augen sind dunkel geworden vor Weinen, denn ging fort von mir, der mein Tröster war. Noch immer leidet Christus in unserer Welt, in den Gliedern seines Leibes, in seinen Brüdern und Schwestern. Mit ihnen leidet Maria, seine und unsere Mutter. Herr Jesus Christus, du sahst deine Mutter voller Leid am Kreuzweg stehen. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 5. Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der Herr vermag die Kreuzeslast nicht mehr zu tragen. Da zwingen die Soldaten einen Mann, der vom Feld kommt und eben vorübergeht, Jesus das Kreuz nachzutragen. Wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst. Er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Einer trage des anderen Last, so erfüllt ihr Christi Gesetz. Wir Menschen fürchten das Kreuz. Selbst Petrus, der Jünger Jesu, schreckte davor zurück. Und doch ist in keinem anderen Zeichen Heil außer im Kreuz. Herr Jesus Christus, du hast Simon von Cyrene als Helfer angenommen, mit dir das Kreuz zu tragen. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 6. Station. Veronika reicht Jesus das Schweigstuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Veronika sieht Jesu Leid und die Rohheit der Soldaten. Sie fragt nicht, was die Menschen denken. Mutig dringt sie durch die Menge und bietet dem Herrn das Schweißtuch dar, in das er sein Antlitz drückt. Zu dir redet mein Herr, ich suche dein Antlitz. Zeige uns dein Antlitz und wir werden gerettet. Herr Jesus Christus, voll Güte hast du dein heiliges Angesicht im Schweißtuch der Veronika nachgebildet. Wir bitten dich,
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 7. Station. Jesus fällt zum 2. Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Schwäche und die Schmerzen des Herrn nehmen immer mehr zu. Er fehlt ein 2. Mal, schwerer und schmerzlicher als zuvor. Mit großer Anstrengung steht er auf, um sein Opfer zu vollenden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Der Leute Spott bin ich und des Volkes Verachtung. Alle, die mich sehen, verspotten mich. Ihre Lippen höhnen und sie schütteln den Kopf. Wie oft fallen wir in die alten Sünden und Fehler. Wir haben keine Kraft und keine Ausdauer im Guten. Herr Jesus Christus, im Übermaß der Schmerzen bist du ein 2. Mal für uns unter dem Kreuz zu Boden gesunken. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 8. Station. Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Am Weg stehen Frauen, die den gequälten Herrn beweinen. Er aber denkt voll Mitleid an das Unheil, das über sie kommen wird. Weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Ihr werdet zu den Bergen sagen, fällt über uns. Und zu den Hügeln, bedeckt uns. Wir sehen meist nur das äußere Leid und übersehen die tiefere Not, die von der Sünde kommt. Wir spüren nur den eigenen Schmerz und übersehen die Not der anderen. Herr Jesus Christus, mitten im eigenen Leid hast du an all die kommende Not der Mütter und Kinder deines Volkes gedacht. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 9. Station. Jesus fällt zum 3. Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der Herr ist zu Tode erschöpft und bricht zum 3. Mal unter der Last des Kreuzes zusammen. Doch er will das Werk vollenden, das der Vater ihm aufgetragen hat. So rafft er sich mit letzter Kraft
noch einmal auf. In den Staub gebeugt ist meine Seele, mein Leib ist zu Boden getragen. Auch wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind unterwegs, oft einsam und verlassen. Die Stunde, da alles umsonst scheint und uns der letzte Mut verlässt, kann auch für uns kommen. Herr Jesus Christus, du bist ein drittes Mal unter der Last unserer Sünden zu Boden gestürzt und hast dich wieder aufgerafft. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 10. Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. So tot ermattet ist der Herr auf dem Kalvarienberg angekommen. Die Soldaten reißen ihm vor allem Volk die Kleider vom Leib und die Wunden der Geißelung beginnen von neuem zu bluten. Sie teilen unter sich meine Kleider, sie werfen das Los um mein Gewand. Wie oft missachten und verachten wir den anderen. Wir stellen ihn bloß und lassen nichts Gutes an ihn. Herr Jesus Christus, du hast auch die letzte Schmach des Verbrechertodes für uns tragen wollen. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 11. Station. Wie Jesus wird an das Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Soldaten werfen Jesus zu Boden. Sie durchbohren seine Hände und Füße und schlagen ihn ans Kreuz. Dann richten sie es empor. Jetzt ist das Wort erfüllt. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Sie haben alle meine Gebeine gezählt. Sie haben mir Galle unter die Speise gemischt, in meinem Durst mich mit Essig getränkt. Auch wir sind oft gebunden an Menschen. Wir sind gefesselt an Aufgaben, denen wir entrinnen möchten. Christus gibt uns die Kraft, sie in der Freiheit der Liebe zu erfüllen. Herr Jesus Christus, du hast dich für uns ans Kreuz nageln lassen.
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 12. Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der Herr hängt angenagelt am Holz des Kreuzes. Er betet für seine Peiniger. Um die 9. Stunde schreit er mit lauter Stimme: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und sterbend betet er: es ist vollbracht. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dein Kreuz, o Herr, verehren wir, und deine heilige Auferstehung rühmen wir und preisen wir. Denn durch das Holz des Kreuzes ist Freude gekommen in alle Welt. Der Herr sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und schenke uns sein Heil. Es gibt kein sinnloses Leid mehr für den, der an Christus glaubt. Auch im tiefsten Abgrund ist der Gekreuzigte bei ihm. Herr Jesus Christus, dem Willen des Vaters gehorsam, bist du am Kreuz für das Heil der Menschen gestorben. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 13. Station. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Der Herr hat ausgelitten. Josef von Arimathea hat voll Trauer und Ehrfurcht den Leib des Herrn vom Kreuz herabgenommen. Dann legen sie Jesus in den Schoß Mariens, seiner betrübten Mutter. Ihr alle, die ihr vorüberkommt, gebt Acht und schaut, ob ein Schmerz dem meinen gleicht. Siehe, ich bin die Macht des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Auch wir begegnen immer wieder dem Tod. Menschen, die uns nachstehen, sterben. Der eigene Tod kommt unaufweichlich auf uns zu. Herr Jesus Christus, dein Totenleib wurde in den Schoß deiner Mutter gelegt. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Die 14. Station. Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Sie legen den Leib des Herrn in das Grab, doch der Tod kann ihn nicht festhalten. Auf dem Grab ersteht das Leben. Die neue Schöpfung ist vollbracht. Wenn das Weizenkorn
nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wir sollen nicht trauern wie die anderen, die keine Hoffnung haben, denn Christus ist auferweckt von den Toten als Erstling der Entschlafenen. Herr Jesus Christus, du hast das Schicksal des Grabes mit uns geteilt, doch am dritten Tag bist du auferstanden von den Toten. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Heiliger Gott, heiliger, starker Gott, heiliger, unsterblicher Gott, erbarme dich unser. Wir singen das Lied 210. 210. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, noch einmal begrüße ich alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am 4. Freitag in der Fastenzeit. Wie gestern oder vorgestern sind wir miteinander im Namen Jesu Christi. Wir alle wissen, wir sind gemeinsam, wir glauben und unser Glaube an Christus ist gleich. Und wir wollen auch gemeinsam bleiben im Glauben. In der Bibel, im Buch Psalm, lesen wir:
Hilf mir, Gott, verschaff mir Recht, höre mein Flehen, vernimm meine Worte. Wir kennen solche Situationen, in denen wir verzweifelt einen Ausweg suchen, jemanden suchen, der uns helfend zur Seite steht, wie in dieser Zeit, in dieser schwierigen Corona-Zeit. Gott lässt uns nicht allein. Er ist immer an unserer Seite, auch wenn wir es nicht spüren. Er ist immer dabei auf unserem Lebensweg. Wir dürfen darauf vertrauen und auch auf ihn unsere Hoffnung setzen. Mit diesen Gedanken lasst uns diese Opferfeier, die heilige Messe, feiern für unsere alle Schwestern und Brüder in der Welt, besonders für die Kranken und Schwerkranken, aber auch die in dieser Zeit alleine zu Hause sind. Zum Kyrie singen wir: Bekehre uns 266. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, heilige uns in dieser Zeit der Buße. Gib uns Kraft zu guten Werken und Ausdauer in der Beobachtung deiner Gebote, damit wir fähig werden, das Osterfest mit reinem Herzen zu feiern. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Nach der ersten Lesung singen wir: Liebster Jesu, wir sind hier 149. 149. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach, Kapitel 38. Schätze hoch den Arzt, weil man ihn braucht. Denn auch ihn hat Gott erschaffen. Von Gott hat der Arzt die Weisheit, vom König empfängt er Geschenke. Durch Mittel beruhigt der Arzt den Schmerz. Ebenso bereitet der Salbenmischer die Arznei, damit Gottes Werke nicht aufhören und die Hilfe nicht von der Erde verschwindet. Mein Sohn, bei Krankheit säume nicht, bete zu Gott, denn er macht gesund. Doch auch dem Arzt gewähre Zutritt. Er soll nicht fern bleiben, denn auch er ist notwendig. Zu gegebener Zeit liegt in seiner Hand der Erfolg. Denn auch er betet zu Gott. Er möge ihm die Untersuchung gelingen lassen und die Heilung zur Erhaltung des Lebens. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Auf dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte sich nicht in Judäa aufhalten, weil die Juden darauf aus waren, ihn zu töten. Das Laubhüttenfest der Juden war nahe. Als seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, zog auch er hinauf, jedoch nicht öffentlich, sondern heimlich. Da sagten einige Leute aus Jerusalem: Ist das nicht der, den sie töten wollen? Und doch redet er in aller Öffentlichkeit. Und man lässt ihn gewähren. Sollte der Hohe Rat wirklich erkannt haben,
dass er der Messias ist, aber von dem hier wissen wir, woher er stammt. Wenn jedoch der Messias kommt, weiß niemand, woher er stammt. Während Jesus im Tempel lehrte, rief er, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit. Ihr kennt ihn nur nicht. Ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und weil er mich gesandt hat. Da wollten sie ihn festnehmen, aber keiner wagte ihn anzufassen, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir beten. Jesus, unser Heiland und Gott, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu dir und bitten dich. Für die Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert wurden und erkrankt sind. Für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben. Für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranken kümmern. Für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und weltweit, die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen. Für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen. Für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen. Für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden. Für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren. Herr, steh uns bei mit deiner Macht, hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben. Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der konkreten Begegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns die Gewissheit, dass wir in Gebet durch dich miteinander verbunden sind. Wir stehen in der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns Verzichte auferlegt, die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und die unsere Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen. Gott, unser Herr, wir bitten dich, gib, dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade schenkt, unseren Glauben zu vertiefen und unser christliches Zeugnis erneuern, indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns begegnen, annehmen und uns mit allen Menschen verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Vaters im Himmel.
sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung singen wir das Lied 282 beim letzten Abendmahle 282. Zum Sanctus singen wir. Großer Gott, wir loben dich. 380. Allmächtiger, ewiger Gott, das Opfer, das wir feiern, tilge unsere Schuld, damit wir in Lauterkeit den österlichen Tagen entgegengehen, in denen der Ursprung dieses Opfers liegt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn jedes Jahr schenkst du deinen Gläubigen die Gnade, das Osterfest in der Freude des Heiligen Geistes zu erwarten. Du mahnst uns in dieser Zeit der Buße zum Gebet und zu Werken der Liebe. Du rufst uns zur Feier der Geheimnisse, die in uns die Gnade der Kindschaft erneuert. So führst du uns mit geläutertem Herzen zur österlichen Freude und zur Fülle des Lebens durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir deine Größe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hofgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke.
so bleibst du in Ewigkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte er seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk der Liebe. Verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht.
Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasset uns gemeinsam beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Unsere Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du hast uns, aber auch deinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprichst nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
Zu Danksagung singen wir das Lied 799. 799. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns von den alten zu den neuen Zeichen des Heils hinübergeführt. Lass uns die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen
und neue werden in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Zum Schluss singen wir ein Lied, Marienlied. Maria, dich lieben, die erste Strophe, aber auch die 5. Strophe. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen und euch allen einen angenehmen Abend, aber auch ein nettes, gesegnetes Wochenende. Alles Gute und Gottes Segen.